Du würdest gern hier in Deutschland arbeiten, aber du sprichst noch nicht so gut Deutsch. Ich zeige dir gleich ein paar Bereiche, ja, wo in Deutschland aktuell oft Mitarbeiter gesucht werden und aber auch nicht unbedingt perfektes Deutsch verlangt wird. Ich bin Daiva und auf meinem Kanal möchte ich gerne dir viele Dinge einfach hier in Deutschland einfach erklären und so, wie ich selbst sie erlebt habe und gelernt habe. Also erstmal ist aber wichtig, wenn du nicht aus der EU kommst, brauchst du meistens hier in Deutschland einen Aufenthalts- und eine Arbeitserlaubnis. In manchen Berufen braucht man aber auch ja, Anerkennung von Berufsabschlüssen oder auch bestimmte Abschlüsse. Und wenn dein Abschluss dann hier aus deinem Heimat in Deutschland noch nicht anerkannt ist, musst du ihn oft erstmal anerkennen lassen. Auf der Internetseite Anerkennung in Deutschland bekommst du ja ein bisschen mehr Informationen. Schau da noch mal gerne rein. Ich lasse dir den Link einfach in der Videobeschreibung und kannst du es später anschauen. Und solange aber der Anerkennungsprozess läuft, arbeiten viele Menschen ja erstmal in einfacheren Jobs oder als Aushilfen. Und wenn der Abschluss dann später anerkannt wird, können sie danach ja oft wieder ihren eigentlichen Berufen arbeiten. Natürlich ist deutsche Sprache hier in Deutschland super wichtig. Und je besser dein Deutsch ist, desto mehr Möglichkeiten hast du später in Deutschland. Aber wir schauen erstmal, in welchen Bereichen nicht unbedingt super gutes Deutsch gebraucht wird erstmal. Zum Beispiel im Lager und Logistik. Hier arbeitet oft man in großen Lagern, also man sortiert Pakete, man bereitet Bestellungen vor. Und hier sind auch viele Arbeitsschritte einfach die sich jeden Tag sich wiederholen. Also hier brauchst du auch nicht super viel sprechen. Viel wichtiger ist meistens, dass du pünktlich bist, zuverlässig bist, dass du fleißig arbeitest und auch motiviert bist. Hier arbeiten auch viele Menschen aus verschiedenen Ländern. Also das heißt für dich einfach, du bist nicht alleine da, der noch Deutsch lernt. Dann gibt es noch Produktion oder Fabriken. Dort hilft man zum Beispiel beim Verpacken, Kontrollieren oder Sortieren. Auch dort wiederholen sich viele Aufgaben und man braucht auch hier nicht super gute Deutschkenntnisse. Im Bereich, in dem aktuell auch oft Personal gesucht wird, ist Reinigung. Zum Beispiel, du arbeitest hier in großen Hotels oder müssen große Büros gereinigt werden oder Krankenhäuser. Und gerade am Anfang kann so ein Job helfen, einfach ja hier in Deutschland erstmal Erfahrungen zu sammeln, erstmal Geld ein bisschen verdienen und vor allem auch dein Deutsch zu verbessern. Oder zum Beispiel Gastronomie. Hier werden auch oft Mitarbeiter gesucht, vor allem in der Küche. Also zum Beispiel, du kannst hier in der Küche als Küchenhilfe arbeiten oder Spülhilfe. Im Restaurant viele Gäste sind, kann es manchmal auch stressig sein. Aber dort oft werden auch Personal gesucht. Auch Supermärkte können zum Beispiel ein sehr guter Einstieg sein. Also zum Beispiel Regale einräumen und da im Lager helfen. Ja, wenn du dann später ja ein bisschen mehr mit Kunden arbeiten möchtest, dann brauchst du schon ein bisschen besseres Deutsch. Landwirtschaft ist zum Beispiel auch ein großer Bereich, in dem ja oft Arbeitskräfte gesucht werden. Oder auch in der Gärtnerei fehlen auch oft Mitarbeiter. Noch anderer Bereich ist zum Beispiel Pflege. Dort arbeiten viele Menschen, die am Anfang noch nicht perfekt Deutsch sprechen. Im IT-Bereich zum Beispiel wird aber oft auch Englisch gesprochen. Und wenn du Englisch gut sprichst und in dem Bereich auch gut qualifiziert bist oder du zum Beispiel auch viele Berufserfahrungen in dem Bereich hast, hast du auch gute Möglichkeiten, hier einen Job in Deutschland zu finden. Dann ist ein großer Bereich Handwerk. Hier suchen Firmen auch viele Mitarbeiter, zum Beispiel Elektriker, Sanitär, Maler oder Helfer einfach auf den Baustellen. Gerade bei Helferjobs in bestimmten Handwerksbereichen wird auch nicht unbedingt sehr gute Deutschkenntnisse erwartet. Und genau in diesem Bereich wird häufig Personal auch gesucht. Ja, und oft ist es einfach viel wichtiger, dass man einfach zuverlässig ist, dass man motiviert ist und dass man ja einfach gern mitmacht. Und etwas, was viele am Anfang nicht wissen, in Deutschland gibt es auch Zeitarbeitsfirmen. Das bedeutet, die Zeitarbeitsfirmen vermitteln dich erstmal für eine bestimmte Zeit an anderen Unternehmen. Und manchmal ist es einfach so, dass später die Unternehmen bieten eine Festeinstellung, Vollzeit oder Teilzeit.
wenn man da gut gearbeitet hat. Mein Tipp ist auch noch, suche Jobs nicht nur in großen Städten, wie zum Beispiel Berlin, Hamburg oder München, suche auch in kleineren Städten. Gerade auch kleinere Orte suchen oft dringend Mitarbeiter. Ja, und manchmal sind sie einfach auch die Wohnungen dort deutlich günstiger als in großen Städten. In den Stellenanzeigen steht oft, ja, wie zum Beispiel A2 oder B1 Deutschkenntnisse gewünscht. Das bedeutet, mit A2 kannst du meist schon einfache Gespräche führen, ja, so Alltagssätze verstehen oder ja, einfache Dinge erklären. Mit B1 kannst du oft schon ja telefonieren, Probleme erklären oder manchmal auch so längere Gespräche führen. Bei Jobs, bei denen man mehr Kundenkontakt hat, wird dann oft auch ein besseres Deutsch erwartet. Also dort verlangen oft Firmen oft B2. Also das ist ja dann schon ein besseres Niveau vom Deutsch. Ne? Aber ganz ehrlich, viele lernen Deutsch erst richtig im Alltag und bei der Arbeit. Also deswegen warte nicht, bis du perfekt Deutsch sprichst. Fang einfach an und vielleicht ist dein erster Job nicht direkt dein Traumjob, aber vielleicht ist dein erster Job hier in Deutschland einfach, ja, Anfang für dich. Und das ist ja auch völlig okay. Also ich persönlich habe damals genauso hier in Deutschland angefangen und ich habe mein Leben hier einfach auch Schritt für Schritt aufgebaut. Ich werde hier auf meinem Kanal auch noch ja, weiteren Videos zum Thema Arbeit in Deutschland machen. Wenn du irgendwelche Themen hast, was dich auch interessiert oder wo du noch mehr Infos haben möchtest, dann schreib mir gerne in die Kommentare. Ich schaue das an und versuche mal zu allen Themen auch Videos zu machen. Okay, ich sage einfach bis bald und mach's gut.